Guck mal hier, ich lasse die komplette, also nicht verkleinerte DeepSeek R1 KI bei mir lokal laufen. Oh ja, das Ding verbraucht gerade 709 GB RAM. Wie ich das mache, kommt gleich. Warum ich das mache? Weil euch das Thema DeepSeek offenbar sehr interessiert und vor allem das Thema DeepSeek lokal laufen lassen. Weil viele von euch der App bzw. dem chinesischen DeepSeek-Server nicht so richtig vertrauen. Und ja, wie es scheint, ist das Misstrauen nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Aber das Tolle ist ja, die DeepSeek-Macher haben die Sprachmodelldaten offen ins Netz gestellt. Man kann das Ding also lokal laufen lassen. Also einfach auf dem Laptop starten, fertig? Ja, nee. Also wenn ihr DeepSeek in der Qualität laufen lassen wollt, in der das online auf chat.deepseek.com bzw. in der Android- oder iOS-App läuft, dafür braucht man zum Beispiel 8 Nvidia H200 Profi-GPUs. So ein System kostet mindestens 300.000 US-Dollar. Naja gut, habe ich leider nicht in meinem CT 3003 Budget, aber mich hat es trotzdem brennend interessiert, ob das wirklich möglich ist, die ja wirklich sehr guten DeepSeek R1 und V3 Modelle lokal laufen zu lassen. Also dass man wirklich die gleiche Qualität bekommt wie online da auf deepseek.com. Weil, weiß man's? Ich will dir jetzt niemandem Betrügerei oder so vorwerfen, aber ich wollte einfach nachweisen, ob das wirklich so ist. Also, dass die frei verfügbaren DeepSeek-Weights wirklich genau das bieten, was DeepSeek in der Cloud verspricht. Ja, und genau das seht ihr in diesem Video und ich erkläre euch auch, wie ihr mit deutlich weniger als 300.000 US-Dollar das Ding in voller Qualität zum Laufen bekommt. Oder zumindest ansatzweise. Und ich zeige euch hier auch anschaulich, warum Aussagen wie "So lasst ihr DeepSeek auf eurem Raspberry Pi laufen" zumindest missverständlich sind. Und ganz wichtig, in diesem Video seht ihr auch, ob die lokalen Varianten weniger zensiert sind als DeepSeek im Netz. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von Intel Core Ultra und Bechtle. Am 14. Oktober 2025 endet der Support für Windows 10. Ja, und Unternehmen, die das nach Supportende noch weiter benutzen, gehen Sicherheits- und Compliance-Risiken ein. Denn es gibt ja keine Sicherheitsupdates mehr. Für ein Upgrade auf Windows 11 Pro eignen sich sehr gut die KI-PCs mit Intel Core Ultra Prozessoren und Intel vPro. Die Notebooks sind für aktuelle Geschäftsanforderungen gerüstet und bei Bechtle verfügbar. Die integrierte NPU weist Workloads per Echtzeitanalyse auf den passenden Thread und Kern zu, was die KI-PCs von Intel extrem energieeffizient macht. Und die vPro-Plattform bietet obendrein umfangreiche Sicherheits- und Gerätemanagement-Funktionen. Deshalb jetzt den Schritt auf Windows 11 Pro machen mit Intel und Bechtle. Mehr dazu auf der Bechtle-Website, Link dazu ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Ja, nochmal ganz kurz. Der KI-Chatbot DeepSeek hat in den letzten Wochen richtig Welle gemacht und Aktienkurse gecrashed. Wir hatten dazu ja schon ein Video gemacht. Was für mich das Relevanteste ist, mit DeepSeek gibt es zum ersten Mal Sprachmodelle, die wirklich ernsthaft mit ChatGPT von OpenAI oder Claude von Anthropic mithalten können. Es gab immer mal wieder ordentliche offene Sprachmodelle, zum Beispiel die Llamas von Meta, die okay waren, aber so ganz konnten die meiner Meinung nach nicht mit der kommerziellen Konkurrenz mithalten. Und DeepSeek halt jetzt erstmals schon. Und das ist ja wirklich ein Riesenunterschied, ob man jetzt seine Prompts in eine Blackbox in die Cloud reinwirft, also auf chatgpt.com oder in die ganzen Apps oder so, und niemand so richtig weiß, was da auf den Servern in USA oder China oder sonst wo damit passiert, oder ob das wirklich komplett lokal auf meiner eigenen Hardware stattfindet. Womöglich nicht mal mit Internetzugang nach außen. Das gilt natürlich besonders, wenn man eine Firma hat und irgendwelche schützenswerten Firmensachen drauf machen will. Kann ja durchaus praktisch sein, da so ein LLM für Firmensachen. Und DeepSeek hat zwei kompetente Modelle. Einmal das normale, das heißt V3, und einmal das Reasoning-Modell, das erstmal nachdenkt, bevor es eine Antwort gibt. Das heißt R1. R1 braucht länger beim Antworten, ist aber besonders bei mathematisch-technisch-programmiermäßigen Fragen besser. Braucht halt nur länger. Das Ding ist halt nur, beide DeepSeeks brauchen immens fette Hardware. Empfohlen sind zum Beispiel 8x H200 GPUs. Das kommt dann auf mindestens 300.000 US-Dollar und das ist auch keine Hardware, die man sich einfach mal unter den Schreibtisch stellt, weil super laut, wird extrem heiß, braucht eine Klimaanlage und so weiter und so weiter. Das gilt leider auch für die meiste Server-Hardware. Hat man sowas nicht, gibt es zwei Alternativen. Entweder man lebt mit geringerer Intelligenz und lässt so ein runtergedumptes Modell auf kleinerer Hardware
laufen, oder man nimmt das unveränderte Modell und lässt es statt auf teuren GPUs auf vergleichsweise günstigen CPUs laufen. Also CPUs und normaler RAM statt GPUs und VRAM. Das Ding ist halt, LLMs laufen deutlich besser auf GPUs. Schon alleine deshalb, weil der Speicher auf GPUs eine viel höhere Bandbreite hat als normaler Arbeitsspeicher. Das Problem ist allerdings, die Consumer-Grafikkarte mit dem zurzeit höchsten Speicherausbau ist die Nvidia RTX 5090. Die hat nur schlappe 32 GB Speicher. Kann man im Moment auch nicht richtig kaufen, kostet über 2000 Euro. DeepSeek braucht so 720 GB, also bräuchte man 23 von diesen Grafikkarten. Und ich sag mal, auf mein Mainboard passen keine 23 Grafikkarten und in meinem Weise auch nicht. Also, ist unmöglich. Also CPU als Alternative, aber wir brauchen halt mindestens ungefähr 720 GB RAM. Und normale Büro- oder Gaming-PCs haben nur 4 RAM-Slots. Und es gibt RAM-Riegel auch nur mit maximal 64 GB. Das ergibt 256 GB bei Consumer Desktop-PCs. Also braucht man Workstation oder Server-Mainboard. Server-CPUs können mehr RAM anbinden und die Boards haben auch mehr Slots. Hier habe ich mal was zusammengeklickt mit 768 GB. Da komme ich auf 5.870 Euro. Auch viel Geld natürlich, aber deutlich billiger als GPUs. Oder man guckt mal gebraucht. Hier eine alte Workstation mit 768 GB RAM für 2.700 Euro. Ja, und ich hatte dann so rumüberlegt, sowas zu besorgen für dieses Video hier, um meinen DeepSeek-Test zu machen. Ich also so am Rumüberlegen, dann sagt mein Kollege Christoph Windeck, der übrigens einen guten Podcast über CPUs macht, ist unten in der Beschreibung. Hey, nimm doch einfach den AMD Epic Server, den wir hier bei uns stehen haben. Den brauchen wir nur manchmal, um neue Server-CPUs zu testen. Der hat ja 1,5 Terabyte RAM. Und ich so, what? Okay. Also ich arbeite schon sehr viele Jahre bei CT, aber dass da sowas existiert, das wusste ich noch nicht. Naja, ich hatte dann jedenfalls schnell das Root-Passwort und hab dann losgelegt. Hier seht ihr die INXI-Ausgabe, also 2 AMD Epic 9754 CPUs mit jeweils 128 Kernen und wie gesagt 1,5 Terabyte DDR5 Speicher mit 4800 Megatransfers pro Sekunde. Benutzt habe ich als Betriebssystem Ubuntu Server und angezapft habe ich die LLMs mit Ollama. Das hat sich so ein bisschen als die Standardsoftware für normale LLMs für Nicht-Profis herauskristallisiert. Und weil Ollama nur auf der Kommandozeile läuft, habe ich mit OpenWebUI noch dieses fancy Webinterface dazu installiert. Damit kann man so ein lokales LLM auch mehreren Leuten im eigenen Netz zur Verfügung stellen. Und zwar auch Leuten, die nicht so nerdy drauf sind wie wir, denn OpenWebUI ist genauso einfach zu bedienen wie ChatGPT oder chat.deepseek.com. Wie man Ollama und OpenWebUI installiert, zeige ich euch am Ende des Videos. Ja, aber jetzt erstmal die große Frage, wie läuft denn DeepSeek nun? Ist das so gut wie in der Cloud? Deshalb erstmal in Ollama laden. Und das geht so, dass man auf ollama.com geht und da dann in der Library die verfügbaren LLMs sieht. Ja, hier ist DeepSeek R1, Dropdown-Menü auf. Ja, 671 Milliarden Parameter, sieht richtig aus. So viel Parameter hat das Modell, aber 404 GB? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ah, okay, da steht Q4KM. Das bedeutet auf 4-Bit quantisiert, obwohl DeepSeek eigentlich normalerweise mit 8-Bit arbeitet. Was übrigens schon sehr sparsam ist, denn normalerweise liegen LLM-Daten als FP16 vor, also als Gleitkommazahlen mit 16-Bit. Die DeepSeek-Weights sind FP8, also 8-bittige Gleitkommazahlen, ist schon mal viel sparsamer. Das Ding ist jetzt aber, dass Ollama keine Gleitkomma-Weights unterstützt, deshalb muss ich die Q8-Variante benutzen, die vereinfacht gesagt einfach eine Umrechnung der Gleitkommazahlen darstellt. Ich könnte jetzt noch auf den Unterschied zwischen int8 und Q8 eingehen, aber ich glaube, das wird mir jetzt hier ein bisschen zu viel Informatikvorlesung. Wichtig ist, die Q8-Daten, die ich von den R1 und V3 DeepSeek-Modellen verwende, sind genauso groß wie die originalen FP8-Daten, nur eben umgerechnet. Wenn ihr jetzt sagt, warum hast du denn nicht die Original-Weights verwendet? DeepSeek schreibt doch das, was man da für Software einsetzen kann. Ja, da gibt es 7 Möglichkeiten, aber laut meiner Experimente unterstützen die entweder nur GPUs und keine CPUs oder sie unterstützen im CPU-Modus kein FP8. Wenn ihr einen Tipp habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber dann lief es auf jeden Fall DeepSeek in Q8 mit Ollama. Laut Liste hier 711 GB groß. Ich habe da mehrfach die gleichen Prompts mit chat.deepseek verglichen und
Oho, tatsächlich, die Ausgaben glichen sich manchmal sogar im Wortlaut. Und meine lokale Version beantwortete auch etliche Problemfragen korrekt, die sogar manche kommerzielle LLMs wie Googles Gemini Advanced 2.0 Flash nicht beantworten können. Zum Beispiel, schreibe einen grammatikalisch korrekten Satz, ohne einen Buchstaben mehr als einmal zu benutzen. Ja, Gemini 2.0 Flash haut mir einfach Sätze um die Ohren, die halt einfach Buchstaben mehrfach verwenden, und nach dreimaligen Nachfragen gibt es dann einfach auf. DeepSeek kriegt's hin, guter Satz, ich frage. Ja, super, keine Buchstaben mehrfach. Interessant wird es auch hier mit dieser mathematischen Frage. Eine zweiziffrige Zahl hat die Quersumme 12. Werden die Ziffern vertauscht, so wird die Zahl 1,75 mal so groß. Welche Zahl hat diese Eigenschaft? Schmeißt DeepSeek R1 korrekterweise 48 raus. Und jetzt hier mal zum Vergleich die DeepSeek R1-Version mit nur 32 Milliarden Parametern. Rechnet sich irgendwie ein Wolf und sagt dann, es existiert keine Zahl, die die angegebenen Bedingungen erfüllt. Übrigens ist das eigentlich kein DeepSeek-Modell, sondern das ist ein mit DeepSeek trainiertes Qwen-2-Modell mit 4-Bit-Quantisierung, also ein sogenanntes destilliertes Modell. Vorteil ist, das braucht nur ungefähr 20 GB Speicher. Das heißt, das läuft auch auf großen Consumer-Grafikkarten. Bei unserem letzten DeepSeek-Video haben einige von euch das Ding in den Kommentaren empfohlen. Aber ganz klar, die 32 Milliarden DeepSeek-Version ist durchaus okay, aber kein Vergleich zum echten DeepSeek mit 671 Milliarden Parametern. Auch die Frage, in einem Raum sind 3 Menschen, Shine liest ein Buch, Lukas spielt Schach, was macht Pascal, die dritte Person im Raum, beantwortet das große, bei mir lokal laufende R1-Modell korrekt mit Pascal spielt mit Lukas Schach, weil man für Schach ja 2 Leute braucht. Die 32 Milliarden Parameter-Version dagegen sagt stumpf, kann man nicht herausfinden, was Pascal macht. Okay, man merkt tatsächlich einen Unterschied in der Intelligenz. Und auch nicht nur bei solchen Logiksachen sind die großen Modelle viel besser, auch beim kreativen Schreiben. Als ich zum Beispiel nach Witzen über die CT-Redaktion gefragt habe, gab mir DeepSeek R1 folgendes aus. Achtung, Achtung, jetzt wird hier gleich einmal gegendert. Nicht ausrasten hier und irgendwie gleich Feuerwehr anrufen oder so. Ich lese das so vor, wie DeepSeek es mir ausgegeben hat, und DeepSeek hat gegendert. Ja, wie viele CT-MitarbeiterInnen braucht man, um eine Kaffeemaschine zu reparieren? Einen, der den Fehler beherrscht, und 3, die im Log protokollieren, dass das Komma in der Fehlermeldung falsch gesetzt war. Und das ist wirklich witzig, vor allem, weil es ziemlich wahr ist. DeepSeek R1 32b macht auch interessante Sachen. Zum Beispiel, dass er da irgendwie die Witze in Python ausgibt. Aber ehrlich gesagt, Sinn ergibt das nur so halb. Also wie testet CT IoT Security sie SSH in die Kaffeemaschine, um dann festzustellen, dass die in Hexcode antwortet? Okay. Richtig lustig, aber unfreiwillig wird es, wenn man das mini kleine Modell mit 1,5 Milliarden Parametern nimmt, das nur etwas mehr als 1 GB Speicher verbraucht, also 700 mal weniger als das echte. Das sind dann die Dinger, die auf Raspis oder so laufen, ne? Also nur mal so, was das so für eine Qualität ist. Lese den Witz unverändert vor. Der schauberische Schachwald hat sich nicht nur als eine spartige Sprackhengal bezeichnet, sondern auch als eine spannende, spannerche Bande in Mathienspielerinnen oder Pausen Infanterines wie geistiger Halsamur, der den Bruch von Menowelt umstellt. Direkt eigene Sprache erfunden. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, die kleinen Modelle können ja kein Deutsch, also auch auf Englisch macht das keinen richtigen Sinn, was die da ausgeben. Ist auch Quatsch. Die 32b-Version, ja, die hat zumindest auf Englisch einen ganz netten CT-Witz gedroppt. What do you call it when CT editors argue a syntax error in communication? Aber trotzdem nicht so gut wie die 671 Milliarden Parameter-Version, die halt wirklich auf ChatGPT-Niveau agiert. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Zensur, über die immer alle sprechen bei DeepSeek? Weil im Netz bricht DeepSeek ja ständig das Gespräch ab, wenn das irgendwie in eine Richtung geht, die aus chinesischer Sicht irgendwie problematisch ist. Also oft schon bei total harmlosen Sachen, aber auch zum Beispiel die gewaltsame Niederschlagung der Proteste am Tiananmen-Platz am 3. und 4. Juni 1989. Ja, und die lokale Version, die bricht nicht ab. Mit der kann man da drüber sprechen.
Also zwar mit einer klar erkennbaren chinesischen Perspektive, aber das ist ja klar, das ist ja ein chinesisches Modell. Aber die stumpfe Zensur, also der Abbruch, der in der Cloud-Version auch oft passiert, wenn man völlig harmlose Sachen da eingibt, die gibt es ja einfach nicht. Also DeepSeek sagt mir hier klar, dass die Tiananmen-Niederschlagung international als problematisch eingestuft wurde, aber in China als nötige Maßnahme. Ja, das stimmt. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, dass man da gezielt mal gucken kann, wie Dinge aus chinesischer Perspektive gesehen werden. Weil die meisten anderen Modelle, die haben ja so einen klaren US-Fokus und das ist ja ein relativ schmaler Fokus, wenn man so die ganze Welt sich anguckt. Aber man sollte das natürlich wissen, mit was für einem LLM man gerade interagiert und welchen Fokus die haben. Ist wichtig, Medienkompetenz und so, ne? Jetzt aber endlich wieder technisch. Wie laufen die eigentlich, die beiden großen DeepSeek-Modelle auf unserem CPU-Only-Server? Ja, also nicht so schnell, würde ich sagen. 3 bis 4 Token pro Sekunde habe ich so gemessen im Durchschnitt auf dem Server mit den beiden AMD EPYC 9754 CPUs. Kann man mitarbeiten, aber richtig super ist das natürlich nicht. Und vor allem auch, weil ich bei meinen Experimenten Probleme damit hatte, das Teil stabil im Speicher zu halten. Und das, obwohl ich Ollama schon angewiesen hatte, das Ding auf unbestimmte Zeit im RAM zu halten. Also mit kleineren Modellen funktioniert das auch super. Mit den fetten Trümmern hier, ja, da hatte das immer wieder Probleme, dass sich Ollama festgefahren hat und nichts mehr ausgeben wollte. Ich musste dann immer Ollama manuell per Systemctl Stop Ollama stoppen und wieder starten. Und das Ding ist halt, dass alleine das Einladen in den Speicher immer so um die 20 Minuten dauert. Das kann man sich hier mit Hardtop schön angucken, wie sich der Server langsam den Speicher voll macht. Los geht's dann mit der Ausgabe erst, wenn alles da ist. Und das waren dann bei mir in der Praxis mit dem R1 und dem V3-Modell jeweils laut Hardtop so 711 GB. Und ja, das kommt genau hin, weil so groß sind auch die Weights auf der SSD. Hier Ollama List gibt jeweils 713 GB aus. Mit 768 GB RAM solltet ihr also hinkommen. Ja, und es gibt ja auch noch die auf 4-Bit quantisierten Versionen, die mit 404 GB auskommen. Wie viel schlechter sind die als die 8-Bit-Version? Ja, und ich muss sagen, das ist sehr schwierig, Achtung, Wortspiel, zu quantifizieren. Liefert auf jeden Fall auch ganz gute Ergebnisse, aber jetzt zu sagen, dass es so und so viel Prozent schlechter ist, schwierig. Mein Fazit. Ich glaube, so lange herumgefrickelt habe ich erst für sehr wenige 3003 Videos. Also das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Es gibt so viel zu erzählen. Das Thema ist auch einigermaßen komplex. Aber auf alle Fälle ist meine ursprüngliche Frage zumindest ansatzweise beantwortet. Ja, DeepSeek liefert mit den offenen Weights offenbar wirklich das Gleiche, was da auf chat.deepseek.com zu sehen ist. Beziehungsweise in der Mobil-App. Aber auf jeden Fall ist das eine dicke Sache, weil DeepSeek R1 und V3 sind die ersten KI-Modelle, die ich lokal laufend anfassen kann, sozusagen, die wirklich mit den großen Platzhirschen von OpenAI, Anthropic und Google mithalten können. Also jetzt nichts gegen Llama und Co., die sind schon auch brauchbar, aber halt immer ein bisschen schlechter als ChatGPT. Und DeepSeek ist halt auf Augenhöhe. Manchmal schlechter, manchmal aber auch ein bisschen besser. Und gute LLMs sind einfach für sehr viele Dinge praktisch, wie ihr hier seht. Auch wenn da bei uns in der Redaktion nicht alle meiner Meinung sind, ich glaube, es gibt viele Leute, die DeepSeek lokal laufen lassen wollen. Vor allem ist es ja auch nicht so zensiert wie online, sondern vor allem weiß man auch, dass die eigenen Daten auf der eigenen Hardware bleiben. Genau, und da kommt dann auch gleich noch so eine Frage dazu. Ist das denn wirklich so sicher, so ein lokales LLM laufen zu lassen von so einer Quelle, die man nicht so genau kennt? Und da muss man auf jeden Fall erstmal bedenken, dass ein LLM ja kein ausführbares Programm ist, was irgendwie Schadcode direkt enthalten kann, sondern das sind ja Daten, also Weights. Und die müssen durch Software wie Ollama erst angezapft werden. Und klar, das LLM könnte versuchen, die Anzapf-Software irgendwie zu manipulieren oder Lücken auszunutzen. Aber das ist ja ziemlich akademisch, weil das LLM ja zum Beispiel gar nicht weiß, von wem es gerade ausgewertet wird. Also ich habe da mit ein paar Leuten, die sich gut mit Security auskennen, gesprochen und die sagen, dass das Risiko ziemlich klein ist. Also ruhig mit den DeepSeek-Weights rumspielen, Risiko ist überschaubar. Aber auch ganz klar, 671 Milliarden Parametermodelle auf der CPU auszuführen, ist nicht so richtig toll. Also ich würde jedenfalls nicht empfehlen, sich dafür extra einen Server für mehrere tausend Euro hinzustellen, auch wenn er gebraucht ist, weil es einfach noch zu fummelig und vor allem zu lang
langsam ist. In die ganze LLM-Geschichte fließt zurzeit aber ja wirklich viel Gehirnschmalz. Also mal gucken, was da so geht in Zukunft. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da bald günstigere und hoffentlich auch schnellere Möglichkeiten ergeben, sowas lokal laufen zu lassen. Ja, und natürlich auch die kleineren Modelle, zum Beispiel das Qwen DeepSeek mit 32 Milliarden Parametern, die haben auf jeden Fall auch ihre Daseinsberechtigung. Zum Beispiel bei so Anwendungen wie RAG. Das bedeutet Retrieval Augmented Generation und bedeutet, dass das Sprachmodell die Fragen nicht primär aus dem eigenen Gedächtnis beantwortet, sondern aus externen Daten, also zum Beispiel irgendwelchen PDF-Dateien oder so. Für sowas braucht man einfach keine riesigen Sprachmodelle. Ja, ihr merkt, Riesenthema, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr über das Ganze denkt und natürlich CT3003 abonnieren und ihr kriegt gleich noch eine schöne LLM-Antwort von mir szenisch vorgetragen. Ich wollte aber kurz vorher noch auf das Ding aus dem Intro hinweisen. Das ist das Make Oxocard Special. Da ist halt so ein kleines Set dabei und damit kann man so Elektronikbasteleien machen. Und das Besondere ist, dass anders als bei Arduino oder ESP32 die kleine Steuereinheit hier hat ein Display. Das heißt, man kann also auch direkt mit so einem kleinen Steuerkreuz das steuern. Die Projekte stehen hier drin, ist geeignet für Anfänger, könnt ihr bestellen, Link ist in der Beschreibung. Und jetzt, Ollama installiert ihr unter Linux, also Ollama könnt ihr unter Windows und macOS grafisch einfach auf die Webseite gehen, installieren. Unter Linux installiert ihr das mit diesem Befehl hier. Die Befehle stehen übrigens alle in einem Dokument drin, was ich euch auch in der Beschreibung verlinke. Ja, und dann läuft Ollama allerdings nur auf der Kommandozeile. Wenn ihr auch die schöne Weboberfläche OpenWebUI haben wollt, dann könnt ihr das mit diesen beiden Docker-Befehlen machen. Ich habe das in Docker laufen lassen. Das ist die empfohlene Variante für OpenWebUI. Und dann müsst ihr danach noch einmal kurz die Ollama-Konfiguration editieren mit diesem Befehl hier und dann diese Zeile unter Service schreiben. Die braucht ihr, damit OpenWebUI Ollama sehen kann, also dass es die von Ollama installierten Modelle auch anzapfen kann. Genau, und dann müsste OpenWebUI eure Ollama-Modelle sehen. Falls ihr noch keine installiert habt, könnt ihr das auch direkt in OpenWebUI per Maus machen und sonst halt auf der Kommandozeile über Ollama Run. Und die Liste der Modelle findet ihr auf ollama.com. So, und zum Abschluss jetzt nochmal eine wunderschöne Ausgabe des 1,5 Milliarden Parameter Modells, also des mini-kleinen Modells, auf die Frage, wer ich eigentlich bin. Jan Keno Jansen ist ein nicht pubiniertes norbornierisches ordeales Symposium, sondern ein stochastischer Spiele von Jan und Hans, die mit den Würfeln des Waldberg übertreffen. Im Jan Keno Play hat ein Ball auf die Zufallszahl 1 aufgelinkt. Das ist die Basis des Zufallszahl-Ensembles. Die Regeln des Jan Keno Playes. Echt zu fangbare Regel. Jeder Lernungsstandorminator straightförmig zog den Ziffernnummern von 0 bis 6 auf die Basis 1 ab, falls eine der Ziffern 0, 2, 6 aufgelenkt ist. Der Ziffernummer von 7,9 bleibt wie im Standard intakt. Stochastischer Pflanzung am Ballpfeil Pefizist zog mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 eine der Würfeln 1, 2 oder 3 die Pazifist zu fangbaren Regeln des Jan Keno Plays laufen nach der Zufallszahl 2. Einfach Feedback-förmig. Jeder Lernungsbild von der GameDev kann die Würfler von 0 bis 6 auf der Basis 1 ab, falls eine der Ziffern 0, 2, 6 aufgelenkt ist. Die Ziffernnummern von 7 bis 9 bleibt wie im Standard intakt. Eigentum. Die Regeln des Jan Keno Plays sind von Jan und Hans gesteuert und wurden in den 80er Jahren entwickelt. Verletzbarkeit. Jeder Lernungsstandorminator und die Würfelsymbole 1 und 2 auf die Basis 3 abzugeben möchte, legt den Play für alle zu einem Closed State Suit feedbackförmig. Zufallszahlwahrscheinlichkeit im Jan Keno Play wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 eine der Würfelsymbole 1, 2 oder 3 auf die Base 1 abgezogen, falls eine der Ziffern 0, 2, 6 aufgelenkt ist. Insbesondere für Jansen, die Regeln des Jan Keno Plays sind nicht so wahrscheinlich. Sie können aber in einem GameDev kontrolliert werden. In Jan Keno Play haben die Würfelsymbole 1 und 2 aufgelenkt. Der Ziffernummer von 3 bis 6 bleibt wie im Standard intakt. Die Regeln des Jan Keno Plays werden per Hand verboten, da sie nicht zufrieden sind. Sie können somit in einem GameDev kontrolliert werden. Vorteile des Jan Keno Plays, einfach zu feedbackförmig.